Jawohl, es ist endlich wieder Eurobike-Zeit. Wir nehmen euch mit auf einen Messerundgang und schauen uns Neuheiten aus dem Rennrad- und Gravelbike-Bereich an und wollen natürlich auch so ein paar Kuriositäten aufschnappen und die eine oder andere interessante Persönlichkeit vor die Kamera zerren. Viel Spaß mit dem Video. Und direkt reingelaufen in den riesengroßen Stand von Shimano. Hier haben wir schon erfahren, gibt es zwei große Neuheiten. Lassen wir uns erklären von irgendeinem kompetenten Mitarbeiter, hoffentlich finden wir einen. Und wir haben richtig Glück, wir haben einen Brandmanager für Deutschland gefunden, den Philipp, und der hat sich sogar extra nochmal die Haare schön gemacht für uns heute Morgen. Wir haben jetzt gestern schon gehört, nach dem Presserundgang waren die meisten Journalisten mega begeistert von der automatischen Schaltung. Klär uns doch mal ein bisschen, wie man das sich technisch vorstellen kann. Aber im Grunde geht es eigentlich darum, dass wir haben hier die Einzelteile vor uns liegen, dass wir ein System haben, dass wir am normalen Biobike vollautomatisch schalten können. Wir müssen, ohne eine Batterie aufladen zu müssen. Und das haben wir dadurch realisiert, dass wir mit der FAU 6060 Hinterradnabe den Nabendynamo quasi in die Hinterradnabe gesetzt haben. Hier ist die Platine drin, die das ganze System dann durchrechnet, wann sie wie zu schalten hat. Ach, crazy. Wird immer mit der Linklight-Kassette gefahren, mit einem Q's Di2-Schaltwerk. Und dann ist es so, gibt es mehrere verschiedene Optionen von der Spezifikation. Du kannst oben noch einen Schalthebel haben, wo du quasi händisch eingreifen kannst ins Schaltverhalten. Oder du gehst auf vollautomatische Schalter, da packst du den Schalthebel gar nicht mehr an. Und das System lernt quasi dein Schaltverhalten durch das vorherige Schalten über den Schalthebel. Ach, krass. Und übernimmt deine Schaltvorgänge, dein Schaltverhalten und schaltet eigentlich durchgehend automatisch. Wie lernt es das? Anhand welcher Parameter? Kadenz oder auch Drehmoment? Also wichtig für die Platine ist zu merken quasi, bei welcher Geschwindigkeit, bei welcher Trittfrequenz und bei welcher Steigung schaltest du. Ja. Das sind so die drei Parameter, auf das zugreift das System, und danach entscheidet sich dann von dem Schaltverhalten, wie gesagt, was du halt eingegeben hast im System. Also nennt sich adaptives Lernen, lernt das System mit der Zeit dazu. Quasi nimmt einfach die Eigenschaften von dir selber auf und automatisiert das. Das ist ja mega spannend, jetzt gerade so im Touring-Bereich. Du hast gerade die QS erwähnt, die gibt es ja jetzt auch schon an manchen Gravel- und manchen günstigen Rennrädern mit den Drop-Shiftern neuerdings. Heißt, es geht dann auch mit einer automatischen Schaltung in Zukunft? Ja, klar. Ach, geil. Ja, also du kannst dieses Q-Auto-System, kannst du, wie wir es hinter uns sehen, auf einem City-Trekking-Bike fahren. Du kannst damit dein Gravelbike ausstatten, du kannst damit dein Cyclocross-Renner ausstatten. Also ich warte sehnlichst darauf, dass wir das Zeug an Lager bekommen, weil ich werde mir das sofort auf meinen Cyclocrosser bauen, mit dem ich an Arbeit pendel. Mega, ja, super interessant. Ich glaube, das ist echt eine Revolution. Probier mal aus. Und die nächste Revolution, die wir gestern schon gesehen haben, war die GRX 1x12. Kannst du uns da noch mal ein, zwei Takte dazu erzählen? Gerne. Hier kann man so ein bisschen zocken, wie schnell man einfach in den höchsten Gang kommt. Wo wir hier eine niedrigere Trittfrequenz haben als in echt und auch die Schaltgeschwindigkeit gedrosselt wird, aber es ist trotzdem noch sauschnell. In meiner naiven Vorstellung wäre es irgendwie einfacher, was zu entwickeln, was nur ein Kettenblatt vorne hat, anstatt irgendwas, was zwei Kettenblätter vorne hat. Ja, Shimano ist der weltweit größte Komponentenhersteller. Für die Fahrradbranche, da geht es in allererster Linie darum, was der Kunde wünscht. Ja. Und das war sicherlich zu dem Zeitpunkt, wie die neue GX12 gekommen ist, 2x12, einfach vom OEM-Markt gefragt. Okay. Dass die einfach hinterhergezogen wird, ist natürlich sehr klar. Shimano hätte das vielleicht zu dem Zeitpunkt damals auch schon gebracht. Mittlerweile ist die Katze aus dem Sack, warum wir da ein bisschen länger gebraucht haben, weil es einfach von der Funktion her und von der Technologie vom Schaltwerk halt quasi sehr stark artverwandt ist mit den neuen einfach Di2-Schaltwerken aus dem Mountainbike-Bereich. Ja. Und hier ist jetzt neu das Schaltwerk, der linke Schaltbremshebel, der rechte ist gleich geblieben, und die ganz große Neuheit ist, glaube ich, dass man es wireless schalten kann, oder? Ja, genau, wir sind komplett wireless, das heißt, wir haben die Batterie hinten auch im Schaltwerk integriert. Ja. Du hast es schon zum Teil richtig gesagt, wer diesen klassischen Einfachantrieb fährt, hat er dann den Shifter rechts, also Bremsschalthebel. Links kommt ein reiner Bremshebel dazu. Es gibt aber auch die Möglichkeit, rechts und links den Shifter dran zu lassen und dann über quasi alle 6 Schaltknöpfe das Schaltwerk hinten zu bedienen. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, die gibt es dann da auch. Welche Kassetten sind jetzt möglich? Die ganzen Mountainbike-Kassetten auch von XTR oder andere neue Kassetten? Also man kann die bestehenden 12-fach-Kassetten nehmen, die jetzt schon auf dem Markt waren. CSM 6100, 7000, 8100 und 9100, bla 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 bla. Ne? Shimano Zahlenwahnsinn. Oder man geht auf die neuen Mountainbike-Kassetten, die dann quasi ähnlich heißen, nur halt dann immer 8200, 9200 im XTR und XT-Bereich. Ja. Die kann man nutzen. Es gibt immer die
Zum eigentlichen Gravel-Schaltwerk, wie wir es jetzt hier haben, gehört die Kassette 1051 aus dem XT-Sortiment. Das wäre so dieses richtige Shimano Line-Up, wenn man das so will. Kann man aber auch eine XTR-Kassette drauf machen, wie wir es jetzt hier haben. Wenn man die Mountainbike-Kassette, die neue mit 945 spezifizieren will. Mit 9 sogar? Mit 9 Abschlussring, genau, ja. 945. Dafür gibt es dann offiziell kein GRX-Schaltwerk, könntest das ganze System aber mit dem neuen XTR oder XT-Schaltwerk kombinieren. Und hier gerade auch zufällig auf die Schnelle gesehen, es gibt eine neue Version vom Villiers Rave SLR, also einem der eher schnelleren Gravelbikes da draußen, ist jetzt neu aufgelegt worden mit ein bisschen mehr Reifenfreiheit, ein bisschen entspannterer Geometrie, aber noch mal geilerem Design. Das sieht so ein bisschen futuristischer, ein bisschen aerodynamischer aus. Absolutes Traumrad. Ich glaube, das ist das kleinste Rennrad, was ich zumindest je gesehen habe. Valentino, du bist 9 und du fährst fast jeden Tag Rennrad, hast du gerade gemeint. Gibt es viele Rennräder in deiner Größe? Nicht so viele. Mit welchem Rennrad fährst du bis jetzt? Ein T-Mobile. T-Mobile, ja, crazy, was es alles gibt. Und ab jetzt bist du auf dem Rad unterwegs oder wie ist dein Plan? Ja, jetzt bald auf jeden Fall. Also nächste Woche Mittwoch bekomme ich das dann. Fährst du auch Rennen damit? Ja, also es ist sehr cool, weil es hat halt eine Elektroschaltung und es haben halt die Erwachsenenräder meistens eher. Ja. Und die Kinderräder nicht so viele. Und das Rad ist halt das Einzige, was halt beides davon hat. Mit Scheibenbremsen und Elektroschaltung. Ja. Stimmt, das ist ja auch ein super wichtiger Faktor. Und weißt du, wie groß du bist? Ja, 1,28. 1,28. Krass, es schaut echt aus, als wärst du ein junger Erwachsener, einfach mit dem Rad, also wie auf dich zugeschnitten, nur runterskaliert. Voll cool. Ja, vielen Dank, Valentino, alles Gute. Danke. Und eines der absoluten Highlights, glaube ich, ist jetzt schon klar, ist dieses Kinderrad. Das gibt es sowohl als Frauenvariante oder als Mädchenvariante von Liv, aber auch von Giant dann für die Jungs oder auch für Mädels, die sich eher für diese Farben interessieren. Und Marcelo ist hier, you are the category manager at Giant for the youth bikes. Yes. It's so special seeing those small bikes, especially in road and gravel sector. Why is that? I think the youth road bikes is deceptively difficult Why? because in order to get kids to be able to enjoy road riding, which is all about high-speed fun, you have to have such a degree of control. Yeah. You have to be nimble and stable at high speed. So all of the details, every single one had to be dialed in. And so for us, this was a long journey. This was a 3-year project, starting from geometry testing to figure out kids' riding patterns and their posture, what's the right crank length, all of these things, and even making the choice to go oversized wheel instead of a heavier gearing. These are all design choices that we made based on our understanding of how kids prefer to ride and to enable them to go at speed, at full control. What would you say is the main difference in the geometry between a kid's bike and like a grown-up bike? Is it more agile? Is it more stable? For us, we actually had the kids' growth spurt designed in. So we had many children hop onto our Dynamic Cycling Fit machine, which is available here, to capture their body proportions and their preferred angles as they're riding, as they're exerting. From there, we were able to find that growth range. So that growth line was partially what dictated a lot of our seat angles, head angles, frame reach, all of these things. And then we layered on top of that the handling characteristics that we needed to build in for an oversized wheel. Ah, yeah. So these are all elements that came together for just the frame, fork, cockpit. But really what brought this whole thing to life was the brakes. Yeah. In order for kids to be able to ride at speed confidently, they need to know they can control it and be able to slow, to stop. So we spent a lot of time working with partners, finding the right brake modulation curve, and then realizing them through our partners. Yeah. It's pretty interesting that also some of the bikes, or I don't know, maybe even all of the bikes have electronical shifting, and one-by options. So this also makes shifting easier and much more fluid.
which also makes the bike a little bit more pricey, I would say. What's the end consumer's price he has to face? So we have two specs. You are correct. Both specs are electronic shifting to get the kids to be able to control the bike, change gears without losing control. Yeah. And with that in mind, we actually, at the high end with carbon wheels, it's right around the €3,000, $3,000 range. It varies from country to country. And then the entry level with aluminum alloy wheels and a more entry group set, but still retaining all the shifting and braking characteristics, just under €2,000. Nice. And did you design the bike in a sort of manner that it will also grow a little bit longer with the person, like it will just stay not just for half a year or 1 year with the kid, but for maybe 2 or maybe even 3 years? We do believe this will fit a child for 2 to 3 years, mainly because the way we designed the geometry and the frame lines, that we are able to start the child on the platform at 130 centimeters tall and ride all the way to 150 and even 155. Yeah. So it's a very broad range frame platform. First from the seat tube and seat post range, and if you check it out later on, at the back of the seat post is actually a rider height marking. Nice. Yeah. So if a child is growing to 145 centimeters, adjust it there. Totally. Awesome work, Marcelo. Yeah. Thank you. Thank you. So many kids will thank you. Wie lange fährst du schon Rennrad? 5 Jahre. 34 Jahre. Irgendwas 28 oder so. Hast du damals auch mit so einem kleinen Rad angefangen? Nee. Ja. Kuckuck, um mal wieder ein ganz neues Thema aufzumachen. Wir hatten noch nie das Thema Taschen und Transport von Fahrrädern beleuchtet. Wolfi, wie sagt man dazu in der Fachsprache? Ist das dann noch Bikepacking oder ist das schon wieder was anderes? Wir nennen das Bike Travel. Das ist ein Thema, was uns seit Gründung der Firma im Jahr 2008 begleitet. Und wir haben da diese Bikebags gebaut und die sind dann in unterschiedlichen Formen rausgekommen. Und hier haben wir jetzt ganz speziell für die Community mit Dropbars das Roadbike Bag Pro, was uns einfach die Möglichkeit gibt, auch Fahrräder zu verpacken, die ein Aero-Cockpit haben, die integrierte Züge haben und die einfach ein bisschen technischer ist. Wir schauen mal rein. Gerne. Wieso muss das anders verpackt werden überhaupt? Also ganz grundsätzlich sind ja Rennräder schon auch fragiler als so ein Mountainbike. Die sind leichter gebaut, die haben dünnere Sitzstreben, dünneres Unterrohr, dünneres Oberrohr, eine leichtere Gabel etc. Bei diesen Aero-Cockpits und bei den integrierten Zügen ist es natürlich auch so, dass die Züge kürzer sind. Das heißt, wenn du den Lenker abnehmen willst, musst du dann ganz oft auch wirklich die Bremse abbauen und das wollten wir umgehen. Deswegen kann man hier einfach den Lenker so stehen lassen. Man kann auch die Sattelstütze so draußen lassen. Wir nennen das dann Bike Fitting Proof. Du nimmst also nur die Pedale ab und die Laufräder raus und kannst das Fahrrad dann verpacken. Das heißt, hier sind die beiden Laufräder drin? Genau, wir haben hier dann so 2 Taschen, die stehen rechts und links vom Hauptrahmen. Ach ja, okay, ja. Die schützen dann auch nochmal den Hauptrahmen. Hier hinten sehen wir so eine kleine Tempelröhre, sage ich mal. Die kann man auch verschieden breit ausfahren. Ja. Also je nachdem wie breit das Fahrrad ist, kann ich die dann auch verschieden platzieren. Und ich kann dann sagen, ich möchte die vielleicht auch hier unten reinsetzen. Und damit sorge ich dafür, dass der Hinterbau geschützt ist. Natürlich ist es schon auch irgendwie, kostet das Ganze ein bisschen was. Aber wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, Mensch, ich möchte mit meinem Fahrrad irgendwo hinfliegen, dann glaube ich, sind 10% von einem durchschnittlichen Kaufpreis von so einem Rennrad für so einen Koffer auch okay. Das heißt 100 Euro? Oder? Ich glaube nicht, dass du ein Rennrad für 1000 Euro fährst, aber ja, nee, wir liegen hier bei 895 Euro. Ja, so, okay. Klar, das ist ein teurer Koffer. Der wird dich aber auch dein Leben lang begleiten. Ja. Es sei denn, du bist ein Profi, der 10-mal im Jahr fliegt, dann kommt es natürlich auf die Abnutzung an. Es kommt darauf an, wie eine Fluggesellschaft damit umgeht. Aber grundsätzlich sind die Koffer sehr langlebig, so wie man das von unseren Produkten kennt. Ja, ihr seid einfach übelst bekannt für diese ganzen Koffer. Geil, dass wir mal reinschauen durften. Vielen Dank, Wolfi.
Und eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen, dass die auch so Rollen haben, dass die auch am Flughafen leicht zu manövrieren sind, wenn man die halt irgendwie aus der S-Bahn oder so schnell zum Einstecken bringt. Wir haben Skate-Rollen verbaut, sodass man einfach den Koffer neben sich her schieben kann und da keinen Stress hat und sich irgendwie abmühen muss oder das Ding tragen muss. Das ist immer wichtig, dass die Dinger leicht zu handeln sind. Ja, wenn es mal wieder so richtig heiß wird, dann brauchst du einfach Optimize. Morgen, Felix. Moin. Was machst du hier? Du bist mit deinem Bauchladen wieder unterwegs? Ja, Messestand sparen und so, ne? Trotzdem einer Götter. Bei dir hat sich einiges getan. Was gibt's Neues? Ich glaube, das Interessanteste für die meisten ist der Optimize Basic Wachskocher, ja. Vollautomatisch. Man muss die richtige Wachsmenge einfüllen, 200 Gramm. Und dann kann man entweder vollautomatisch, dann piepst, wenn man die Kette reintun soll, piepst, wenn man die Kette wieder raustun soll. Also wirklich Kettenwachs für Dummies. Ah, sehr gut. Also kann es jeder... Ja, kann wirklich jeder. Man kann aber auch anderes Wachs verwenden, also ist mit verschiedenen Wachsen kompatibel. Im Gegensatz zum Ultraschallwachskocher, der geht nur mit meinem Wachs. Andere Viskosität bei 90 Grad und so weiter. Ah, krass, okay. Ja. Man achte bitte auf den wunderschönen Deckel. Ich habe mich nicht lumpen lassen, weil es gab keinen passenden Deckel. Und dachte ich, nee, ohne Deckel, das ist auch nichts. Hier mit Optimize-Logo drin. Ich habe mir Mühe gegeben. Schaut mega schön aus. Genau, und hier vorne kann man dann, ich hoffe, man sieht das, Heating, Heat-Up, Cooldown, und man hat die verschiedenen Schritte. Also der geht von Heat-Up auf Waxing, auf Cooldown, auf Ready. Also piepst dann halt bei Waxing, also beim Beginn von Waxing und beim Beginn von Ready. Dann kann man die Kette rausziehen, erledigt. Mega, was kostet die Gaudi? 99,99. Günstig. Deswegen auch Optimize Basic. Ist halt nicht die beste Laufleistung, so wie jetzt bei dem Ultraschall-Wachskocher, aber ist halt wirklich super easy. Damit kann es halt wirklich jeder. Hier dieses Deo, Wash and Wax. Genau, das ist der neue Fahrradreiniger. Mit Wachsanteil, also man sprüht erst das Fahrrad ein, man hat eine Schaumdüse, damit kann man tatsächlich besser waschen. Also man zielt besser, sprüht weniger daneben und auch der Reinigungseffekt ist viel, viel besser, wenn du das vorher aufschäumst. Ist natürlich nicht im Interesse der meisten Hersteller, weniger Reiniger zu verwenden als mehr. Und sprüht man dann ein, wäscht es ab und geht hinterher mit einem Mikrofasertuch drüber. Dann hast du so einen ganz dünnen Wachsfilm auf dem Fahrrad drauf und der ist dann halt dafür da, dass weniger Schmutz und Wasser und so weiter dran haftet. Also das Fahrrad bleibt damit länger sauber. Naja, interessant, muss man ausprobieren. Also wird jetzt in Zukunft auch der Rahmen gewachst. Also da haben wir bald Wachs am ganzen Rad. Oh ja, oh ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Bremsenreiniger. Ja, das wäre natürlich schlecht mit Wachs, dann bremst es nicht mehr so gut. Muss man sich übrigens keine Gedanken machen, der Wachsauftrag ist so gering, da hat man jetzt keine Verfettung der Bremse oder so. Keine Sorge, alles getestet. Mega. Die dritte Sensation hast du uns auch mitgebracht. Ja, die hast du mir aber gerade eben geklaut. Ich? Ja. Ach, stimmt. Hier, zufällig in meiner Tasche, der Chain Wear Indicator. Ich halte es mal rein. Ich zeige es mal kurz. Ist nämlich stufenlos. Man kann stufenlos den Kettenverschleiß messen. Also man tut das von oben, also wenn das die geöffnete Kette ist, tut man es so oben rein und drückt dann und kann dann hier sehen, wie weit der Verschleiß ist. Und dann zeigt die leere, hier vorne ist ein Exzenter, und zeigt dann den Kettenverschleiß an. Und hier praktisch, hier ist auch direkt mit eingraviert, bei wann man welchen Antrieb tauschen muss. Also zum Beispiel einen 12-facher Antrieb tauscht man bei 0,5, 11 und 12-fach bei 0,5, 10-fach bei 0,75 und alles drunter bei 1. Das wissen ganz viele nicht. Nehmen dann irgendwie so eine Ritzellehre, ja, die ist für Alu. Ja, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Ketten sind Hybrid und so weiter. Also, das ist eine schöne Kettenlehre. Mega, was kostet das? 29,99. Ah, cool, aber das ist ja eine Anschaffung und dann hast du es für verschiedene Räder. Genau, und die anderen Lehren sind dann entweder Go, No, Go. Also entweder das fällt rein oder fällt nicht rein. Du hast aber kein Gefühl, muss ich die vielleicht in einem Monat tauschen oder muss ich die morgen tauschen. Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr deine Produktvielfalt wächst. Also irgendwann überblicke ich es bald nicht mehr. Oder du brauchst halt wirklich so einen eigenen Messestand, so groß wie Shimano hier, auf dem wir gerade filmen. Viel größer. Also das wird es dann auch irgendwann mal für SRAM geben. Demnächst launchen auch vorgewachsene Ketten für SRAM, also die Flat-Top-Modelle und so. Es hat ein bisschen länger gebraucht als erwartet, aber da kommt noch vieles. Machst du es auch mit Connex oder mit was machst du? Mit Connex, die bleiben für Shimano, aber halt bei den Flat-Top-Ketten kannst du keine, ich sag mal, Shimano-Style-Kette montieren, deswegen müssen wir dann halt eine Original-SRAM-Kette nehmen. Ah, okay. Die kaufst du dann bei SRAM ein? Genau. Ah, wow. Und musst sie dann noch entfetten. Aber wir haben einen neuen Entfetter auch bald. Kein hoffentlich dann kein lösungsmittelbasiert mehr, sondern ein bisschen was anderes. Ätzt nicht mehr, stinkt nicht mehr, sehr angenehm. Ja, geil. Ja, bei dir ist wirklich unternehmerisches Talent einfach gepaart mit Feingeist, was man so alles am Rad optimieren kann. Wirklich. Ich gebe mir größte Mühe. Hammer.
Wenn dieses Video rauskommt, gehen wir in 4 Tagen auf große Alpenüberquerung mit ungefähr dem Setup, bloß nicht in diesem hübschen Rot. Max, du bist von Cyclide. Schön, dass wir dich mal vor die Kamera zerren dürfen. Ihr wart dafür bekannt, weiße Taschen zu bauen, sehr leichte Taschen zu bauen, aber jetzt gibt es auch in, wie nennt ihr die Farbe? Die nennen wir Cyclide Rot, also ein leuchtendes Rot. Das war immer so ein Akzent an unseren Taschen und jetzt kommen die Taschen halt in diesem Rot. In der Limited Edition, Anfang August geht's los und wirklich beschränkte Stückzahl, also muss man schnell sein, wenn man die haben möchte. Fass uns doch noch mal ganz kurz zusammen, was gibt es so für Features, die es nur bei euch gibt, was kostet die Gaudi und woher kommt Cyclide eigentlich? Also 4 Fragen auf einmal, sorry. Ich fange von hinten an. Wir kommen aus Bayern, vom Chiemsee. Genau, haben die Berge und den See gleich in der Gegend, also perfektes Terrain, um die Taschen zu testen. Was macht Cyclide aus? War, glaube ich, die zweite. Ja, habe ich gar nicht gefragt, aber wäre auch interessant, ja. So ähnlich. Besonders leicht sind wir und aerodynamisch. Ja. Das ist mal so das Grundsätzliche. Also ultraleicht, wir haben die leichtesten Taschen auf dem Markt. Aerodynamische Taschen wie diese hier vorne findet man sonst so auch nicht. Eine Aerobag vorne dran, die einfach einen Aerodynamikvorteil hat. Und dann eben sehr im Detail, einfach sehr durchdacht auf die Anforderungen von Bikepackern zugeschnitten. Zum Beispiel eine Top-Tube-Bag, die sich mit Magnetverschluss nach hinten öffnet. Mit großem Zugriff, man sieht während der Fahrt, was drin ist in der Tasche, kann es einfach offen lassen und wenn man was rausgenommen hat, schließt man sie wieder und es verschließt sich fest. Ein Feature, der stabile Halt ist besonders bei uns, zum Beispiel man kennt es von vielen Satteltaschen, die wackeln dann hin und her, super nervig. Bei uns sitzt es einfach sehr, sehr stabil, haben wir eine Carbonstrebe drin und so ein Zugsystem, was es einfach sehr, sehr stark an den Sattel klemmt und dadurch wackelt da nichts. Also man wird merken, bei allen Taschen sind so 1, 2 Features, wo es einfach nochmal durchdachter ist, als man es sonst so kennt. Ja. Die Arschrakete ist auch freigegeben für Carbon-Sattelstützen, oder? Genau, ja, auf jeden Fall und passt auch sehr gut an Aero-Sattelstützen, selbst ganz, ganz breite passt daran. Ja. Wie viel Liter Fassungsvolumen hat jetzt die? Ist es die große oder die kleine? Das ist die große, die hat 12,9 Liter und dann haben wir noch die kleine Satteltasche drüben mit 8 Liter Volumen. Ja. Genau, grundsätzlich sind alle unsere Taschen immer in Schwarz und Weiß erhältlich. Also Weiß ist auch so was Besonderes für unsere Taschen. Ich find Weiß halt mega praktisch. Also gerade wenn die so ein bisschen länger im Einsatz sind, sind die halt nicht mehr komplett weiß, sondern auch so ein bisschen halt Sandfarben oder je nachdem, wo man gefahren ist. Zum Beispiel Trucker bin ich auch mit der Cyclide, mit der Tasche gefahren. Natürlich war die danach auch übelst voller Schlamm, aber 2, 3 Mal mit dem Schwamm drüber, dann war die wieder annähernd weiß. Aber während der Fahrt einfach mal zu schauen, was habe ich denn eigentlich noch an Riegeln dabei, was habe ich denn eigentlich noch an Verpflegung oder generell auch an Klamotten noch da drin, ist so viel praktischer, als wenn es einfach so ein schwarzes Loch ist, in dem alles versinkt und man gar nicht mehr das Ding öffnen will, ja. Und man gar nicht weiß, was man damit sich rumträgt. Clever, das in weiß zu machen. Ja, gibt mehrere Vorteile. Es hitzt sich auch nicht so auf. Also wenn du jetzt im Sommer in Spanien unterwegs bist, die Snickers, die schmilzen nicht so schnell, man findet es schneller und es ist auch besser sichtbar tatsächlich für Autofahrer zum Beispiel. Ja. Also es hat mehrere funktionale Vorteile auch und sieht einfach gut aus. Rückleuchten gibt es ja schon echt sau viele am Markt, aber da tut sich auch sehr, sehr viel. Und Supernova hat gerade was richtig Pfiffiges entwickelt und da unterhalten wir uns mit David drüber. David, wie läuft's? Felix, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ja, du hast gerade schon erwähnt, Rücklichter gibt es viel. Bei uns hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt ist es da und ich möchte dir heute unsere Redstream-Serie vorstellen. Ja, sehr gern. Also ihr habt schon echt viele Rücklichter, die mit einem E-Bike zum Beispiel betrieben werden oder mit einem Dynamo betrieben werden können, aber das ist das erste, was mit einem Akku betrieben werden kann. Warum ist das so wichtig und warum ist das so was Besonderes? Akkurücklicht ist sehr universell. Ja. Wir können das an einem E-MTB installieren, an einem normalen MTB, wir können es an einem Cityrad installieren, also es ist sehr universell einsetzbar. Und vor allem jetzt im Bereich Gravel, ja. Bikepacking, was darf nicht fehlen, ist die Saddleback. Wir haben uns mit den Taschenherstellern ausgetauscht und viele Taschenhersteller bieten diese Schlitz an, ja. Genannt auch Daisy Chains. Ja? Und die haben wir jetzt genutzt, um ein Licht wirklich stabil zu befestigen. Ich zeige euch das einmal. Wir drehen es hier einmal raus. Das ist ein Aluhalter, den wir zwischen die Daisy Chains montieren. Ja, wir empfehlen, so viele Daisy Chains wie möglich mitzunehmen. Es reicht hier eine Schraube zu öffnen, durchzuschieben und zuzuschließen. Und das Rücklicht funktioniert dann die via Garmin Drehverschluss. Und jetzt, ich würde direkt zum Highlight kommen. Ja. Ja,
Klar, es ist ein Akkurücklicht, wir haben sehr schöne Laufzeiten, aber diese Montageposition, wie gerade erwähnt, an Satteltaschen war immer schwierig. Jetzt können wir es einfach einklinken und werkzeugfrei, je nach Ausrichtung der Satteltasche, ist sie eher horizontal wie diese Tasche ausgerichtet, richten wir sie aus oder guckt sie eher nach oben, sodass wir dann auch hier wieder werkzeugfrei das Ganze einstellen können. Wie lade ich das Ganze mit USB-C? Mittlerweile Standard USB-C, genau. Auch hier gibt es 5 Jahre Supernova-Garantie darauf. Und das Gehäuse sowie auch die Halterung sind komplett aus Alu, um auch hier wieder ein weiteres robustes Rücklicht auf den Markt zu bringen. Wie lange ist jetzt die Laufleistung, wenn man es jetzt so blinkend hat, wie hier zum Beispiel? Genau, diesen Modus, den wir jetzt sehen, da sind wir bei echten 100 Stunden. Wow. Ja, also da ist das Nachladen schon nicht Sorge Nummer 1. Ja, da musst du nicht mal die Lampe ausmachen, wenn du auf einer langen Tour bist und schläfst. Und wie ist das jetzt mit dem Blinken überhaupt? Weil das ist ja nicht STVZO-konform, so wie das hier blinkt, oder? Oder ist es doch STVZO-konform? Gibt es da irgendein Schlupfloch, das ihr gefunden habt? Genau, also Blinken muss man nochmal unterscheiden. Permanentes Blinken ist in Deutschland nicht erlaubt. Blinken für eine Bremslichtfunktion ist erlaubt, weil sie kurzweilig ist. Ja, und deswegen auch dieses Rücklicht hat eine Bremslichtfunktion und sie hat eine Notbremslichtfunktion, wenn wir härter in die Bremse drücken. Und das, was wir jetzt hier gerade sehen, werden die verschiedenen Modi durchgespielt. Es wird auch eine internationale Version geben mit verschiedenen Leuchtstufen. Und hier, wie gesagt, reden wir von einer Leuchtzeit von bis zu 100 Stunden. Die STVZO-Version, Rücklicht permanent Eco und dann noch das Bremslicht, da sind wir bei 12 Stunden Leuchtzeit. Verstehe, ja. Genau. Was kostet es? Wir sind hier bei einem Preis von 129 €. Immer noch human, ja, wenn man bedenkt, wie viel Technik da drin ist. Ja, vielen Dank, David. Das ist ja mal absolut awardwürdig. Ich wünsche dir viel Glück heute Abend bei den Awardverleihungen. Ja, vielen Dank. Bis jetzt, finde ich, haben wir deutlich mehr Innovationen und interessante Neuheiten gesehen als in den Jahren zuvor. Und auch hier gibt es eine Area, die ich super spannend finde, die mich jetzt auch zum Beispiel an die Bespoked, die im Herbst auch wieder in Dresden stattfinden wird, erinnert. Denn das ist hier so die Handmade-Section und hier haben wir Passoni. Eine sehr interessante Firma, die uns jetzt gleich mal mit dem Stefano vorgestellt wird. Stefano, how are you? Come stai? Bene, tu? Sì, also. Sorry, my Italian is as bad as my English. So I just saw your frame and it looks really spectacular how you combine carbon fiber with titanium. Thank you. How can you do that? I mean, how do you make sure it holds up the strength a rider produces? Okay, so this is the Da Vinci. It was a bike made for the 30th anniversary of Passoni, only in limited numbers, only 30 units. After realizing the demand was really high, we decided to make it available for the public. And this is actually a really nice piece because you have carbon in this section and you have carbo titanium in this other section. It's carbo titanium. Can you see the titanium strands, thin yes. like a hair? Oh, that's crazy. I've never seen that before. In the middle of the carbon weaves. The carbon here is wrapped, so you can still do a made-to-measure frame, and this upper part is glued inside the tubes of titanium. The reason of this is to make, let's say, a hover light titanium bike. That is the feeling of pedaling a full titanium bike, but way lighter. And when you ride, will it feel like a titanium bike or will it feel like a carbon bike? It will feel like a titanium bike in terms of comfort, because titanium is really flexible, but then when you start to push on the pedals, you understand that the carbon part is a bigger part so on the bike. It's stiffer, but also as compliant as... Exactly. So the best of both worlds, and it looks absolutely spectacular. Yeah, absolutely fantastic work. And glad we ran into you. That's something really special. Thank you. You don't see much of those bikes at Eurobike, unfortunately. Thank you. Yeah. Handmade area was a great opportunity to showcase our work. Yeah. Which is not really common to see a Passoni while you're riding, because we made more or less 300 frames per year all around the world. So it's not, you don't jump into a Passoni really often. Maybe you do from
From now. From now on. Yeah. Thank you so much, Stefano. Grazie, Have a good grazie. show. You too. Ciao. Ja, und bisher ist mein Highlight definitiv das Orbea. Wirklich? Ja. Kannst du uns mal da ein bisschen durchführen, weil du hast definitiv mehr Ahnung davon als wir. Wir haben jetzt leider keinen Orbea-Mitarbeiter gefunden, der uns was dazu sagen möchte vor der Kamera. Aber du scheinst da sehr kompetent drin zu sein in dem Thema. Ja, sehr kompetent ist Ansichtssache, aber ich würde sagen, ich weiß ein paar Sachen. Ja. Ich weiß zumindest, dass wir hier eine 45 mm Reifenfreiheit haben, was im Vergleich zum Abenteuerrad schon mal ein bisschen weniger ist, aber immer noch halt ein bisschen Spielraum erlaubt. Also die haben zwei verschiedene Gravel-Bikes jetzt Genau. rausgebracht, gleichzeitig, Genau, ja. gell? Das hier ist die reine Race-Version. Ah ja, das ist die Race-Version und die andere Variante ist dann so die Bikepacking-Abenteuer. Genau, ist das Abenteuer, ist das Abenteuerbike. Ja. Ist aber beides eigentlich sehr schnittig, also fährt beides nach vorne. Wie gesagt, der einzige Unterschied ist, dass wir hier schmalere Reifen reinbekommen, wobei 45 auch nicht wirklich schmal ist. Ja. Und bei dem hier einen SRAM Red dran, beim anderen 50er Reifen. Ah, nice. Ja. Und genau. Schauen wir mal rüber. Weißt du, was die ganze Gaudi kostet? Nee, weiß ich nicht. Ah ja, mit auch einer noch Red, nicht rausgefunden. mit einer Red wird wahrscheinlich auch nicht ganz günstig sein, aber interessant wären halt auch die Einstiegspreise. Die Formensprache bei der Gabel, bei der Abenteuervariante, die ist auch interessant. Bist du Orbea schon gefahren? Nein, bin ich selber noch nie gefahren. Ich denke, warum die Gabeln unterscheiden sich, glaube ich, auch nur aus diesem Grund, dass du einfach hier noch ein bisschen mehr Gewicht dran bauen kannst. Ja. Und das Ganze einfach ein bisschen steifer gebaut ist. Ja. Stimmt, du hast da auch mehr Anschraubpunkte vorne. Also auch super spannend. Und zwei verschiedene Felgenhöhen von diesen Okuo. Wie sagt man Okuo? Okuo, würde ich sagen, ja. Ist die Eigenmarke von Orbea. Ja. Wird in Baskenland produziert. So sieht's aus. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, sehr schnell und auch wieder, was ich mag, in der Silhouette erkennbar. Cool. Ich bin gespannt auf euer Video. Viel Spaß noch. Danke. Ja, und spannend geht's weiter. Hier reiht sich ein Highlight an das nächste und wir gehen jetzt auf den Simplon-Stand, treffen dort den Jan, den Produktmanager, der hinter dem Grid steht. Hi Jan, guten Euer Stand sieht super interessant aus. Es gibt Neuigkeiten, die wir uns gleich anschauen, aber ein Gravelbike, das ich schon lange im Visier habe, oder nicht im Visier, um Gottes Willen, im Blick, das Grid. Genau, das Grid ist so unser Allround Carbon Gravelbike. Ja. Seit letztem Jahr auf dem Markt. Wir positionieren es so ein bisschen Allrounder, Adventure. Du kannst alles damit machen, auch sportiv unterwegs sein. Ich glaube halt beim Gravel, aktuell ist ja gerade so der Trend, dass es so in verschiedene Kategorien geht. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das so der richtige Ansatz ist, weil für uns steht eigentlich Gravel so ein bisschen auch für Inklusion, oder? Also eigentlich, du möchtest ein Bike haben, wo jeder drauf Spaß haben kann und nicht diese strikte Trennung, wie man es zum Beispiel im Rennradbereich auch hat. Also wir denken, dass man da auch, je nachdem, wie du dir die Komponenten auch zusammenstellst, und da sind wir ja bei Simplon auch bekannt, dass du dein Rad irgendwie individuell anpassen kannst, da das Fahrrad einfach ganz nach deinem Gusto aufbauen kannst. Cool. Ja, und Stichwort Inklusion, was kostet der Spaß? Mit der Rival? Mit der Rival liegen wir bei 4.499. Los geht's bei 3.499 bei dem Modell. Genau, also haben halt einige coole Features auch mit dabei. Storage Box im Unterrohr. Du bekommst halt auch serienmäßig dann direkt in der Storage Box auch ein Multitool dabei. Du kannst eine CO2-Kartusche mit reinpacken, hast einen Halter für einen AirTag, dann ist noch eine Tasche im Unterrohr. Also quasi für alle Pannen bist du direkt schon mal gerüstet. Ja, mega. Also Storage-Boxen kennen wir ja schon, also wirklich haben wir einige gesehen, aber noch nichts mit einem AirTag-Platzhalter. Das ist clever, das ist richtig nice. Hier in dem Modell, wie wir es jetzt hier ausgestattet haben, ist sogar die optionale Lichtanlage damit verbaut, also dass du halt eine Nabendynamo hast und Front- und Hecklicht in so einer cool von uns designten Klemme einfach, dass du halt ein cool integriertes Rücklicht hast und gerade vielleicht auch fürs Bikepacking interessant, dass du halt auch da immer Licht dabei hast. Ich bin wirklich total begeistert von dem TQ-Motor, also richtig geil. Das ist auch hier der HPR 40 verbaut, oder? Nee, HPR 40 haben wir hier nicht verbaut. Ach, okay. Aber auch geiler Motor. Ja. Wir haben uns hier aber bewusst gegen den HPR 40 entschieden. Okay, ja. Auch das Thema so ein bisschen Inklusion, breitere Zielgruppe, HPR 60. Ah, spannend, also der stärkere, der Mountainbikigere. Ja, genau, aber wir haben ihn bewusst leistungsgedrosselt, auch um halt die Reichweite zu erhöhen, weil natürlich, wenn du mehr Leistung hast, brauchst du mehr Strom. Aber wir wollten natürlich die Reichweite beibehalten, weil wir setzen hier auf den 290 Wattstunden Akku, der ja auch mit dem 40er Motor meistens kombiniert wird. Weil unser Ziel bei dem Fahrrad war eigentlich, wir wollten ein sportives E-Gravel-Bike machen, was dir aber immer noch so die nötigen Reserven bietet, oder?
Es ist halt so gedacht, dass du das Fahrrad eigentlich nicht immer mit Unterstützung fahren musst. Ja. Aber wenn du es brauchst und gerade wenn es steiler wird, hast du immer noch den kraftvollen Motor, der dich mit den 60 Newtonmeter noch dann vielleicht doch nochmal die letzte Steigung hochbringt. Ja. Und bewusst natürlich der 290er Wattstunden Akku, weil zweites großes Ziel war, ein Bike zu schaffen, das so nah wie möglich an einem Biobike ist. Wir steigen hier ein bei 5.000 €, was, glaube ich, am Markt recht kompetitiv ist eigentlich. Da starten wir mit einer GRX 600, ganz klassisch, bieten aber für 5.949 gibt es dann auch die neue Rival 13-fach, elektrisch und dann auch direkt mit Anbindung an den Hauptakku, dass du halt keine Akkus mehr laden musst. Also wer schon mal viel unterwegs war, weiß, Akkus laden ist auch beim Rennrad immer so ein Thema. Und genau, haben uns da bewusst dagegen entschieden. Genial. Und mit Drop-Up-Haus. Also es ist ein richtig, richtig schönes Allrounder-Rad. Und wenn es mit einer ähnlichen Geometrie kommt wie da drüben... Genau, also die Geometrie ist nahezu identisch. Also halt auch Stack to Reach relativ aufrecht, komfortabel. Ich meine, wenn du es sportlich haben willst, lässt du halt die Spacer unterm Lenker weg. Dann sieht es halt meistens auch nochmal cooler aus. Wir haben jetzt hier bei dem Rad noch ein großer Unterschied. Wir sind da jetzt schon auf 45 mm Reifen in der Serie gegangen. Das Fahrrad nimmt aber auch bis zu 50 mm Reifen auf. Also und was ich auch immer ganz spannend finde, ist, dass die Räder jetzt auch tatsächlich viel leichter werden. Das Rad hier wiegt in der Top-Ausstattung dann 12,7 Kilo und das ist für ein E-Gravel-Bike dann schon deutlich leichter als die Gravel-Bikes, die es so in den letzten Jahren mit E-Unterstützung gab. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Und wen haben wir jetzt getroffen? Die Protagonisten vom Wiener Verkehr, Eva und Sebastian. Guten Morgen, wie geht's euch? Guten Morgen. Hallo. Ja, uns geht's supi. So, und jetzt stehen wir hier auf dem Avanox-Stand. Den Motor, den wir ja schon im M-Flow getestet haben. Und wie wir wissen, war M-Flow ja eigentlich ein Mountainbike, was ja vor allem zeigen sollte, was der Motor alles kann. Ein Jahr später sind wir am gleichen Stand und Avanox hat es geschafft, 7 Hersteller davon zu überzeugen, Räder zu bauen, in denen das System jetzt unterkommt. Unter anderem hier im Rotwild. Da sehen wir zum Beispiel auch eine Lösung, wo die Batterie zur Seite raus entnommen werden kann. Also anders als bei den anderen Bikes. Von den 7 Rädern sind 6 Fullies. Die unterscheiden sich auch dann deutlich in ihren jeweiligen Sitzwinkeln. Also das macht dann auch tatsächlich eine breite Auswahl an verschiedenen Avanox-Rädern möglich. Wir haben coole Marken wie Forbidden, wir haben Uno, wir haben selbst Megamo und aber auch neben Commercial auch Velo de Ville, was ein recht interessantes Alu-Rad vorgestellt hat, was eher so für den Urban-Einsatz gedacht ist. Jetzt gucken wir mal, ob das Avanox-System mit 1000 Watt und ich glaube 100 Newtonmeter, also eines der stärksten Motorensysteme auf dem Markt, auch als Stadtrad in Frage käme. Hier haben wir jetzt den 4. Gang drin und ich gucke einfach mal, wie schnell ich auf 25 km/h komme, wenn ich jetzt gleich voll reintrete. Und los! Okay, 25, krass. Das war schon schnell, würde ich sagen. Vor allem fühlt es sich noch mal schneller an als mit einem Fully beispielsweise, weil du halt die ganze Kraft, die du in ins Rad reintrittst, nicht in den Dämpfer oder so versinkt, sondern die geht in diesem harten Alurahmen gleich in Vortrieb. Wird ja gleich umgewandelt. Crazy. Also hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir das Avanox-System auch mal in einem Stadtrad sehen. Aber Velo de Ville macht es möglich. Und das Bike hier in der Ausstattung kostet sogar 3.999 €. Richtig? Und dürfte dann auch das günstigste Rad mit einem Avanox-Motor momentan sein. Und eine Marke, die wirklich so präsent wie kaum eine andere momentan ist, ist Factor. Da hast du einen guten Job gemacht, Markus. Wir haben jetzt hier 3 richtig, richtig schöne Räder stehen. Einmal das Ostro Gravel, das Ostro und das Monza. Genau. Also man sieht, ihr habt so 3 verschiedene Richtungen, Stoßrichtungen, die ihr auch wahrscheinlich hier verfolgt. Die Farben sehen auch besonders aus. Haben wir da irgendwas, was wir hervorheben wollen? Also klar, das, was hier in der Mitte steht, das Ostro, das ist eine Limited Edition. Limited Edition bedeutet, Factor bringt im Jahr 3, 4 Modelle raus. Die sind nur über einen speziellen Zeitraum zu ordern, weil sie sagen, das soll limited sein. Die Händler haben die Chance zuzuschlagen. Und dann gibt es eben über einen Monat, haben sie ein Bestellfenster. Und wie man sieht, haben sie da wieder eine super coole Farbe rausgebracht.
wo man dann halt weiß, okay, das gibt es in Deutschland 20 Mal. So streng limitiert ist das. Ja, genau. Also wenn wir natürlich 300 vorbestellen würden, aber wir checken halt ab, welcher Händler möchte das denn haben, wird es erfolgreich oder nicht. Und dann hast du halt wirklich was super Besonderes. Ne? Das ist mega schön. Wo kommt denn Factor eigentlich her? Das ist eine englische Firma, glaube ich, gerade, oder? Genau, Factor gibt es schon sehr, sehr lange. Die haben aber vorher auch für andere Marken die High-End-Produkte hergestellt. Haben dann irgendwann gesagt, hey, wir machen doch jetzt selber unseren Brand auf, weil wir wissen, wie es geht, wir wissen, wie es funktioniert. Und dann haben sie quasi losgelegt. Und die Firma wurde in England gegründet und die haben ihre eigene Fertigungsstätte. Die arbeiten jetzt dran, dass sie noch eine Lackiererei dazu bekommen, weil die eben auch Prisma Studio haben. Du kannst dir im Prinzip dein eigenes Bike designen. Was? Wartest dann quasi 90 bis 120 Tage und dann hast halt wirklich ein Teil, wie es du haben möchtest. Und gibt es dann zum Beispiel jetzt in dem Bereich von dem Monster irgendwie so eine Richtung, die dann eher so ins Günstige rüberschwappt? Oder verändert sich da einfach nur die Geometrie und die Farbwahl und die, keine Ahnung, die Sitzposition? Nee, also das Ziel vom Monza ist schon, viele sagen halt, wow, Factor finde ich cool vom Style, das gefällt mir, aber das lässt mein Geldbeutel nicht zu oder ich möchte es einfach nicht. Ne? Ich möchte nicht so viel Geld für ein Fahrrad ausgeben und darum kommt Factor jetzt aus dem High-End-Bereich weiter nach unten und sagt, hey, wir machen jemanden, der gern Rennen fährt, der mit dem Rad gern trainiert, der aber ein Rad hat, mit dem er alles machen kann. Ne? Das bedeutet, es ist nicht ganz so aerodynamisch wie ein Ostro. Du hast Gimmicks wie ein Kofferraumdeckel hier. Ja. Die Geometrie ist nicht ganz so aggressiv. Ne? Du kannst es dir aber auch, wenn du das hier vorne slammst, kannst es dir natürlich auch super sportlich aufbauen. Was heißt Slammen? Slammen bedeutet, du gehst ganz nach unten. Ne? Ja, das ist ein geiles Wort. Das kommt direkt in den Wortschatz. Je weiter du nach unten gehst, desto mehr geht es nach vorne. Ne? Also im Race-Bereich geht es ja um Aerodynamik. Die Position musst du ja Punkt 1 mal mögen und fahren können. Ne? Ja. Weil wenn du jetzt dich vermessen lässt und gehst auf die Aerodynamik, dann geht es einfach darum, Kopf aus dem Wind, da musst du nach unten. Und das kannst du einfach auch entspannter aufbauen, je nachdem, was du eben mit dem Bike machst. Ne? Cool. Und an der Standgröße kann man immer ganz gut ablesen, wie gut es Unternehmen geht oder wie ernst sie es gerade mit der Präsentation von ihren Innovationen meinen. Und ein Riesenstand hat auch TQ, der wird jedes Jahr gefühlt größer und auch die Motorenrange ist deutlich größer geworden. 2 neue Motoren sind heute von TQ vorgestellt worden. Ein Video haben wir schon gemacht zum Canyon Endurace mit dem TQ HPR 40 und das ist auch an diesem Gravelbike drin. Und außerdem sehen wir auch gleich die Variante, die noch ein bisschen stärker ist. Jetzt aber erstmal zum Daniel. Daniel, guten Morgen, wie geht's dir? Grüß dich, gut. Schön, dass du da bist. Ja, mega, dass wir hier sind. Euer Stand wird jedes Jahr gefühlt größer und jetzt habt ihr gleich 2 Motoren gleichzeitig vorgestellt. Wie geht sowas? Ja, das fragen wir uns auch manchmal, aber wir mussten irgendwie den Stand füllen und dann haben wir gedacht, was macht man da? Ein zweiter Motor, ja, easy. Warum nicht? Easy. Also ihr habt einmal den TQ HPR 40 und einmal den HPR 60. Genau. Wo ist der Unterschied? Der HPR 60 ist quasi der Nachfolger vom HPR 50. Das ist der HPR 50 mit einem Upgrade in Drehmoment und in der Leistung und noch so ein paar anderen Feinschliffen, zu denen wir noch kommen können. Und der HPR 40 ist ein ganz neuer Motor. Den haben wir von Grunde auf neu entwickelt, voll dezidiert für Road- und Gravelbikes. Was muss jetzt ein Road- oder Gravelbike-Motor anders machen als ein Mountainbike-Motor oder vielleicht ein Commuting-Motor? Also der HPR 50 ist ja auch schon in einigen Gravelbikes und Roadbikes gelandet und da haben wir gemerkt, dass der Markt noch so ein bisschen, das Feedback war, ja, ist schon sehr cool, aber noch ein bisschen leichter wäre geil, so viel Leistung brauche ich eigentlich nicht. Und mit dem HPR 40 wollten wir das wirklich auf die Spitze treiben. Wir haben wirklich uns überlegt, okay, wie kriegen wir das Gewicht so niedrig wie möglich, wie kriegen wir den Widerstand so niedrig wie möglich, die Integration auf die Spitze treiben, das Geräusch wirklich nochmal eine ganze Ecke leiser als den HPR 50. Ja. Einfach wirklich all das, was man für einen Roadbike oder einen Gravelbike braucht, konsequent umgesetzt. Wie ist es jetzt mit euren Launchpartnern? Ihr habt hier Canyon, ihr habt BMC, ihr habt Ridley. Auf der anderen Seite sind auch noch viele namhafte andere Hersteller. Das ist ja schon ein Riesenportfolio, was ihr hier aufgebaut habt. Kommen da noch welche dazu? Es kommen noch einige dazu. Ja, es gibt noch viele Bestandskunden, die auch
bisher mit dem HPR50 unterwegs waren und jetzt auch großes Interesse am HPR40 und HPR60 haben. Ja. Die kommen jetzt nach und nach dazu natürlich. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen für uns auch, dass wir Kunden gewinnen und nicht verlieren. Ja. Und ja, das ist bei vielen anderen anders, gell? Also wenn man so ein bisschen beobachtet. Leider ja, aber ich meine, das sind auch teilweise die Kunden, die zu uns kommen. Also ich will mich nicht beschweren. Aber nee, wir geben uns da viel Mühe, auch wirklich langfristige Partnerschaften zu pflegen. Haben mit dem HPR40 jetzt natürlich nochmal ein ganz neues Produkt gebracht, was noch eine ganz neue Kategorie auch an Brands anspricht und konnten so Ridley jetzt beispielsweise überzeugen. Also da sind wir schon sehr stolz drauf auf die Kunden und da legen wir auch viel Wert drauf, das auch eng zu pflegen, die Partnerschaften. Das ist bestimmt ein mega geiles Rad. Wenn wir jetzt mal rüberschauen zu den Mountainbikes, zum HPR60, da ist mir von weitem das Propane so ein bisschen ins Auge gesprungen. Also das ist so ein Rad, da schlägt mein Herz gleich ein bisschen höher. Da sieht man halt jetzt auch bei einem E-Mountainbike nicht, dass es ein dickes Unterrohr hat und echt viel Power auch unter der Haube schlummert. Wie viel Power schlummert denn da unter der Haube? Der neue HPR60 hat 350 Watt, also nochmal 50 Watt mehr als der HPR50 und ganze 60 Newtonmeter, wie der Name schon sagt. Auch da nochmal ein Upgrade von 20%, also deutlich merkbar mehr Bums. Da passt auch der 580 Wattstunden Akku rein in das Unterrohr und das ist dann die perfekte Kombination für wirklich auch lange Rides und viele Höhenmeter. Ich habe jetzt gerade, während du das erzählt hast, im Hinterrad dieses Free-Shift-Ding versucht zu entziffern. Was ist das denn? Das ist ein kleiner Teaser. Also wir arbeiten sehr eng und sehr gut mit Shimano zusammen und sind jetzt quasi in den letzten Zügen des Free-Shifts-Themas auch. Das testen wir gerade sehr intensiv und werden es bald auf den Markt bringen, dass wir auch eine Free-Shift-Integration haben mit Shimano. Das heißt, dass unser Motor und die Schaltung hinten zusammenhängen und kommunizieren und quasi du auch im Bergabfahren, ohne zu pedalieren, Gänge schalten kannst. Das ist ja mega geil. Es geht ja bestimmt dann auch irgendwann automatisch, wenn man halt... Das ist die Vorstufe quasi, das Automatikschalten, das ist auch was wir uns gerade anschauen. Aber FreeShift ist gerade auch im Performance-Bereich ein totaler Vorteil. Manchmal gibt es einfach Sektionen, wo du im Stehen fahren musst, wo du nicht sitzen und treten kannst und trotzdem den Gang wechseln willst. Und das geht jetzt mit FreeShift super einfach. Hammer. Und einen absolut riesigen Messestand hat auch Riese und Müller, passend zum Namen. Aber was ich ziemlich beeindruckend finde, ist ein sehr, sehr kleines Rad von Riese und Müller, nämlich hier das Carry 2 in der City-Ausführung. Das hat nämlich unter anderem diese Box, die du einfach ausklappen kannst. Und dann hast du da zum Beispiel Platz für deine Einkäufe, aber auch für Hunde, denn da gibt es ein praktisches so ein Reißverschluss, den du einfach zur Seite aufmachen kannst und dann kann dein Hund raus und reinspringen. Finde ich ziemlich süß. Und das Rad hat eine Offroad-Bereifung, das heißt, damit kannst du es halt auch mal krachen lassen über Stock und Stein. Aber das große Update ist jetzt nicht nur die Korallenfarbe, sondern vor allem auch, dass hier der neue Bosch PX-Motor drin ist, der so ein Leistungsupdate erfahren hat im Vergleich zum CX, wenn ich das richtig verstanden habe, der dann statt 85 Newtonmeter Drehmoment 90 Newtonmeter Drehmoment abrufen kann. Was natürlich immer gut ist, mehr Leistung in der Stadt bedeutet auch weniger Kraft, die du in ein Rad stecken musst. Ja, spannendes Rad. Ich würde mich freuen, das mal auszuprobieren. Was sagt ihr zu Mini-Cargo-Bikes? Ich finde die ja echt mega süß und könnte mir auch vorstellen, dass die mit dem relativ kurzen Radstand im Vergleich jetzt zu den riesigen Long Johns, ja, richtig gut fahren. Probieren wir aus. Irgendwann. Mittlerweile bestes Wetter, 32 Grad. Hier kann man doch den Urlaub mal schön in Frankfurt genießen. Traumräder im Rücken und die neue GRX 1x12 hier am Orbea Terra. Ich glaube, es ist nicht die Race-Version, sondern die Adventure-Version, die wir uns heute Morgen schon vom GCN-Moderator vorstellen haben lassen mit der Storage-Box. Aber was hier jetzt ganz interessant sein wird, einfach mal selbst zu testen, wie wird sich die 1x12-Schaltung schalten. Vor allem die Schaltgeschwindigkeit interessiert mich jetzt. Ja, das ist schon ganz interessant. Das ist schon ziemlich geil, also wie schnell man hier durchschalten kann und auch gerade in den langsamen Geschwindigkeiten, wo es ja am meisten nervt, wenn die Kette lange braucht, um über die Kassette drüber zu wandern, wie zum Beispiel beim Anhalten oder beim Wiederanfahren, da ist es richtig, richtig schnell. Also deutlich schneller als jetzt zum Beispiel bei dem Rad, was ich jetzt habe, mit der 2x12. Also ich überlege auch gerade, ob es vielleicht nicht auch cooler wäre, auf eine 1x12 von
der GRX umzurüsten. Kaum ein Thema wird so leidenschaftlich diskutiert wie der Sitzknochenabstand bei Esculap. Und die Uli ist eine absolute Expertin drin. Uli, ich frage dich jedes Jahr, was ich mir für einen Sattel holen soll. Du hast mir letztens sogar beim Red Race, danke, dafür nochmal den Sattel richtig eingestellt. Und dann konnte ich das auch durchstehen. Aber jetzt habt ihr einen neuen Rennradsattel. Viele Sachen gleichzeitig. Hallo erstmal. Hallo. Wie war dein erster Messetag? Ist fast rum? Ja, es war mega cool. Viel mehr Leute da als angedacht. Alle haben die große Panik geschoben und der Messestand hier war die ganze Zeit voll. Also gut. Ich finde es mega beachtlich, dass ihr weiterhin den gleich großen Messestand auch habt wie die Jahre zuvor. Also euch scheint es weiterhin gut zu gehen und auch ihr habt ein neues Logo. Also hier geht es richtig nicht nur gut weiter, sondern gut voran. Was gibt es hier Neues in deiner Hand? Wir haben einen neuen 612R, also einen neuen Performance-Rendersattel. Ja. Der ist quasi eine Weiterentwicklung von unserem alten 612R. Er hat einen ähnlichen Shape, ein bisschen sportlicher, ein bisschen aggressiver geschnitten. Wir werden den nur mit Carbon-Rails bringen, in 4 Breiten. Und wir haben was ganz Neues, Innovatives. Wir haben zwar immer eine Ausmessung der Sitzknochen und dann die ideale Sitzbreite dazu, Sattelbreite dazu, ja. Aber wir haben uns jetzt gedacht, wir verändern den Dip nochmal, und zwar in Zusammenhang mit der Sattelbreite. Also umso breiter der Sattel wird, umso breiter wird auch ein bisschen der Dip. So wird der Sattel noch viel individueller. Woher weiß ich meinen Dip? Wenn du einmal deine Sitzknochenbreite misst, die sind jetzt zum Beispiel 12 cm bei dir. Weißt du das? Sehe ich von außen. Mit meinem Röntgenblick. Ist es gut oder schlecht? Das ist ganz individuell unterschiedlich und hat keine Wertung. Okay, danke. Und dann nehmen wir nochmal 1 cm für die Sitzposition dazu. Das bedeutet, du würdest einen 13 cm Esculap-Sattel fahren. Ja. Das ist zufälligerweise auch genau diese Breite. Und damit hätten wir quasi einmal deine Sitzknochen auf dieser und dieser Position und gleichzeitig genug Auflagefläche, um den Knochen stabil zu positionieren. Ah, ja. Und gleichzeitig eben eine größtmögliche Entlastung zu schaffen. Und dieser Dip sorgt ja auch dafür, dass weniger Material verwendet wird, dann wird der wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, oder? Prinzipiell schon, weil es ja auch immer so, nichts ist leichter als ein Loch so, ja. Aber Lochsättel sind ja prinzipiell auch wirklich schwierig. Es gibt ja voll viele Lochsättel, mögt ihr nicht? Also Esculap hat keine Löcher, weil es gibt einen Grund dafür, dass wir kein Loch bauen, sondern einen Dip. Zum Beispiel sehr, sehr hohe Druckspitzen an den Kanten der Sättel, der Lochsättel. Deswegen bauen wir den Dip, um quasi diese Druckspitzen zu vermeiden und einfach den Dip, der völlig ausreichend ist, um Nerven zu entlasten. Ja. Genau. Und klar, wenn man sich jetzt überlegt, auf dem Ränder, da sitzt man mega sportlich, die Hüfte ist super weit nach vorne rotiert. Wir brauchen aber einen guten Halt, um einfach die beste Power aufs Pedal zu bringen. Und gleichzeitig können wir dann dadurch die höchste Entlastung bringen, dass die Hüfte noch weiter nach vorne kommt, um noch eine bessere aerodynamischere Sitzposition auf dem Ränder zu generieren. Und hier mal ein richtiges Sahnestück von RS Development. Das ist der Rolf Singelberger, der dahinter steckt. Ein Schweizer Entwickler, der früher mal bei BMC tätig war und mittlerweile auch als Berater. Da ist der Rolf. Ja, hast du Bock, irgendwie kurz vor der Kamera was über dein Rad zu erzählen? Du hast wahrscheinlich schon alles erzählt. Nee, ich fange gerade an. Es wäre mega, wenn du 1, 2 Takte sagst, weil das ist ja, irre. Das ist ja das krasseste Rad, was wir jetzt gerade auf der Messe gesehen haben. Ja, okay. Alles in Deutschland gefertigt, muss man sagen. Ja, krass. In der Schweiz entwickelt und in Deutschland gefertigt. Genau. Ist das so viel billiger in Deutschland als in der Schweiz, oder was? Ich denke, es ist immer noch ein Tick billiger in Deutschland. Ja. Und Carbonrohre, die sind gewickelt. Ja. Ja, also die sind maschinell hergestellt, reproduzierbar, mit Innenkernen in 3D geprintet. Ja, eben, das Ganze geklebt. Also hier geht es eigentlich darum, wir zeigen die Technologie vom Rahmenbau. Wir zeigen eine ganz spezifische Gabe, da sieht man nicht viel von außen, aber da kann ich dir mehr über das Innenleben sagen. Das ist ein Tuned Massendämpfer, heißt das Ding. Ja, also das heißt, die Technologie ist ja nicht von uns. Die Technologie ist
ja, ist dem Markt gegeben. Das heißt, früher in Formel 1 eingesetzt, heute wird das MotoGP eingesetzt. Okay. Das wird jetzt im Downhill eingesetzt in unserer Branche. Ja. So, und, aber ist es dann immer versteckt? Auch bei der Formel 1 gewesen? Oder? Nee. Also, ja, GP-Motorräder haben das hier hinten so drauf. Okay, ja. Das sieht man wirklich gleich. Ja. Downhill-Räder haben sie ja auf der Doppelbrückengabel drin, auf der Seite oder im Steuerrohr. Ja. Aber der springende Punkt hier ist, um höchste Effizienz zu haben, braucht man das Ding eben dort zu montieren, wo es den Impact bekommt. Ja. Ja? Und man sieht jetzt hier, wie sich der Massendämpfer bewegt. Ja? Und der nimmt eben die Schwingungen auf und eliminiert die. Ja? Ja. Hat er eliminiert die komplett oder bremste sie nur? Ja, also einfach, im besten Fall komplett. Ja. Aber das ist ein einfaches mechanisches Bauteil. Ja. Keine Reibung, kein Verschleiß, kein Geräusch, keine Elektronik. Also mega, einfach simpel. Und auch geschlossen, also es kommt jetzt kein Dreck rein. Ja, geschlossen. Ja, also, man könnte es ja noch feinfühliger machen, wenn man noch mal eine dritte Kartusche oben drauf baut, oder? Also eine dritte Federung. Eigentlich umso länger, umso besser. Ja. Also das ist klar. Ja, dann alles Gute damit. Ja, gute Show. Ja, Ciao. Ciao. Danke fürs Erklären, das ist sau cool. Was auch super interessant ist, ist mal hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, wie werden Marken eigentlich vertrieben, wer steckt hinter den Distributionen. Und hier sind wir bei Bike Components auf dem Stand und da gibt es zum Beispiel eine ganz neue Marke, die neben den Klassikern wie Factor neuerdings auch von BC vertreten wird, nämlich Blackheart. Und der Owner von Blackheart, Zach, steht jetzt neben mir. Zach, how are you? Hello, I'm good. Your German is really very good. So, Zach, I just said you are the owner and founder of Blackheart without even knowing if that's true. Is it true? It is true, yeah. So I started working on the brand in 2017, started selling 2020, and it's been pretty crazy since then. So we're launching today with Bike Components as our European distributor, both direct to consumer and also through dealers. And what is your plan with Blackheart? In which spot are you targeting your products in? I like people to understand that the brand is about a bike that works better for the average cycling enthusiast. So while most brands are trying to sell you a family sedan car by showing you the F1 car, we make bikes that they work better for 90% of the cycling enthusiasts out there. This is the Road Titanium. We have 3 models, Road, All-Road, Gravel. And we make them in titanium and aluminum. The idea is that the titanium and the aluminum, they're the exact same design, geometry, and features, so just different price points. The titanium is really beautiful and clean and simple. Personally, I like to make a design better by removing things versus by adding things. So what you'll notice is that it overall has a pretty modern aesthetic, similar to a carbon design. But it's the aluminum tubing and industrial applications. So we still show the welds. The top tube, it's hard to see, but it actually ovalizes at the front, so it has a really nice symmetry. But I think the details are what's important. A lot of people can look at art and they say that it's beautiful, but they don't really know why. And it's the artist who can tell you, oh, well, it's the colors, it's the proportions, it's the method. And that's what I think is that stands out about our bikes. It's all of the kind of individual gaps that are equal distances. It's the tube shaping, and it's the overall proportion that really makes the bike stand out as beautiful. So in total, we will see all these 6 models at BC on the online shop, but also in some dealers like Free Mills in Munich. Correct. You will also be... Also Karl von Dries here. Karl von Dries in Frankfurt. And is there anyone else at the moment? No, but you can find the latest dealer list on blackheartbikeco.com or through BC. Thanks so much, Zach, for the introduction. Yeah, thanks so much. We do have an event at 3 Mills on Wednesday night. So not this Wednesday, but the Wednesday, second? The Wednesday next week. I think so, yeah. So if you're in Munich, please come to 3 Mills and we'll see you there. Awesome. Thanks, Zach. Thanks, Felix.
Und am Stand von Smith haben wir 3 lustige Sachen entdeckt. Zum einen neue Farben, zum Beispiel hier aus der Archive-Kollektion werden einfach Designs, die bei denen im Archiv schlummern, wiederbelebt. Und dann kommt so ein freshes, eigentlich wieder modernes 80er Jahre, so ein 80er Jahre Look wieder an den Brillen dran. Oder halt auch diese bunten Sonnenbrille, die so getönt ist, dass die Tönung nicht an den Gläsern dran ist, sondern zwischen die Gläser rein injiziert worden ist. Und also das, was ich jetzt gerade anhabe, das ist eigentlich gar keine reine Rennradbrille, sondern eine super leichte Brille für den Lifestyle. Und da merke ich gar nicht, dass ich die aufhabe. Und sie sieht nicht nur verdammt fresh aus, sondern ist auch gleichzeitig ein guter Schutz für die Augen. Nicht nur vor Sonnenlicht, sondern auch vor Steinen. So, jetzt hatte ich Glück, ich habe noch einen Radelcomputer von Wahoo abgestaubt, über den werde ich auch berichten. Alles in den kommenden Videos. Die Eurobike ist für uns gelaufen, jetzt geht es zum Schneiden. Ich fand es heute wirklich interessanter als letztes Jahr. Wir sind über einige innovative, spannende Sachen gestolpert, die ich jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also gut, dass es die Messe noch gibt. Sie ist bei weitem noch nicht verschwunden und ich hoffe, auch wenn die ganz großen Namen dieses Jahr doch schmerzlich vermisst worden sind, wie Cannondale, wie Specialized, wie Trek, wie SRAM, die einfach nicht mehr ausstellen, ist diese Messe nach wie vor wichtig. Nicht schlussendlich auch deswegen, weil wir dort die anderen Gesichter der Branche treffen und einfach auch uns austauschen können. Nicht nur irgendwie geschäftlich miteinander sprechen, sondern auch menschlich aufeinandertreffen. Das hat heute wieder mega viel Spaß gemacht. War eine gute Zeit, eine sehr anstrengende Zeit. Was hat euch am besten gefallen? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und taugen euch diese langen Videos dann eigentlich mehr als kurze, kompakte Videos? Weil das wäre deutlich weniger Arbeit, das machen wir vielleicht dann nächstes Jahr. Ja, vielen Dank an Holger fürs Filmen von diesem Blockbuster und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos und jetzt geht's auf Alpenüberquerung. Ich hab Bock. Bis dann. Ciao.